Wir sind Tobi. Und Stefanie. Am 23. Mai sind wir im Osten Kanadas angekommen und hoffen, dass wir es im November bis nach Vancouver Island schaffen. Moin, moin. Moin. Wir sind semi ausgeschlafen. Haben irgendwie ziemlich komisch gepennt, aber das liegt wahrscheinlich einfach an unserem langweiligen, blöden Zeltplatz. Aber besser als gar kein Zeltplatz. Und jetzt gehen wir zum Mount Robson. Mount Robson. So, Tobi, sag uns doch mal, warum wir heute nicht den kompletten Bergtrail laufen. Weil er nämlich gesperrt ist, 2025. Da gab es große Überschwemmungen und da ist viel kaputt gegangen und dann ist jetzt nur die ersten 5 Kilometer offen bis zu dem ersten See. Genau, deswegen gibt es halt nur ein kleines Stückchen von dem Berg Lake Trail. Genau, wir gucken mal, wie weit wir kommen. Und halten das natürlich alles dokumentarisch per Kamera fest. So, wir haben das offizielle Ende des Berg Lake Trails erreicht. Allerdings von der anderen Seite. Genau, wir sind also hier so einen kleinen Bogen rumgemacht. Jetzt kommen wir wieder von oben. Genau. Und man sieht warum. Before you leave, have you bear-proofed your campsite? Meine Schweineschwarte vergessen. Ja, das haben wir. Und damit guten Morgen und gleichzeitig Tschüss zu unserem ungemütlichen Campground. Etwas langweilig, auf jeden Fall. Ja, also wir haben auf jeden Fall schon bessere gesehen, aber wir freuen uns trotzdem, dass wir einen Schlafplatz hatten. Trotzdem war der Campground jetzt nicht unbedingt Bombe. Und wir gehen jetzt wieder vor und versuchen da einen Ride Richtung Clearwater zu kriegen. Und wenn wir ganz, ganz viel Glück haben, dann kommen wir, wie heißt der Ort? Wells Creek Provincial Park. Wells Creek Provincial Park, aber das ist ganz schön weit weg. Tobi probiert schon mal. Wir haben jetzt noch gerade ein älteres Pärchen aus der Schweiz getroffen. Die haben uns angesprochen, ob wir die ganze Reise über gehitchhiked sind oder ob wir das immer machen. Und das war irgendwie ganz niedlich gerade. Die kommen aber von der anderen Seite. Das heißt, die kommen gerade von Clearwater, wo wir hinwollen. Haben auch viel erzählt von den Feuern und so weiter. Hatten immer wenig gute Sicht. Ich hoffe, wir haben da mehr Glück. Aber mal gucken, man weiß nie. So, jetzt hat gerade ein LKW angehalten und Tobi ist gerade am Abklären. Ich hoffe, das klappt. Hat leider nicht geklappt. Der war ja niedlich, aber der geht halt, also der fährt halt leider Richtung Norden.
Ach so. Prince Rupert. Und das ist für uns blöd, weil es wäre eine große Detour. Weiter geht's. Da fährt er, der Mike. Oh, der hat uns bis nach Clearwater geschafft, bis zum Visitor Center. Wenn man bedenkt, dass jetzt nur noch 480 Kilometer bis Vancouver sind, Ja, das stimmt ist echt- eigentlich. kann man fast laufen. Tobi muss aufs Klo. Rennen. Rennen! So, jetzt sind wir angekommen in Clearwater und der Plan ist jetzt zum Wells Gray Provincial Park zu trampen. Das sind dann auch nochmal 65 Kilometer, das ist ungefähr eine Stunde Autofahrt. Das Problem ist bloß, oder was heißt Problem? Es ist quasi eine Sackgasse, das heißt, es ist kein Durchgangsverkehr. Und ich hoffe mal, dass uns jemand wirklich bis hinter nimmt zum Campground und auch dann morgen bzw. übermorgen dann auch wieder zurück in die Stadt. Das heißt, wir sind dann wirklich auf jedes Auto irgendwie angewiesen. Wir gucken mal ein paar. Ja, ist halt nicht so groß wie Jasper oder wie Robson Provincial Park. Ein paar Autos stehen schon hier. Wir gucken mal. Ja. So, hey, da sind wir wieder. Frisch auf unserem neuen Campground. Und es ist einiges passiert. Also erstmal haben wir eine sehr nette deutsche Familie kennengelernt aus Bayern. Die haben uns mitgenommen und bis hierher gefahren. Also nicht ganz bis hierher. 1,5 Kilometer mussten wir schon noch laufen, aber haben uns auf jeden Fall schön weit gefahren. Hatten noch 2 Kinder mit dabei. Da war ich natürlich ganz in meinem Element. Kinder sind immer am coolsten. Ja, und jetzt sind wir hier am Campground, haben jetzt auch nochmal die Seite gewechselt, weil hier unglaublich viele Mücken sind. Das sind wir gar nicht mehr so gewöhnt. Und haben aber jetzt ein Campground oder ein Tentplace unserer Wahl gefunden, wo hoffentlich ein paar weniger Mücken sind und Tobi baut auf. Auf jeden Fall schöner als der andere. Genau, er ist schöner, liegt im Schatten Ich glaube, die Heringe gehen auch besser rein. und die Heringe gehen besser rein. Und ich hatte mit dem Operator, der fährt hier gerade rum, nochmal so ein bisschen geredet, weil es hier keine Foodlocker gibt. Und er hat mir erzählt, dass hier auch ein Bär gesichtet wurde. Also hier läuft irgendwie ein Bär rum und hat uns jetzt extra gezeigt, dass wir dort, wo die Leute ihren Müll wegschmeißen, können wir hintenrum das Ding aufmachen und da unser Zeug reintun. Also das hat er wohl vorher schon mit Leuten gemacht. Und ich hoffe, dass das funktioniert. Aber sehr nett, dass er uns da geholfen hat. Immer noch besser als nix. Aber der erste Campground ohne Foodlocker. Definitiv. So, ich habe da jetzt noch so einen kleinen Zettel reingelegt. Falls jemand auf die Idee kommen sollte, hinter den Mülltonnen das Ding aufzumachen und unser Essen dort zu sehen und sich zu denken, das ist doch alles noch gut, habe ich einen kleinen Zettel reingelegt, dass das unser Essen ist und wir das brauchen, ganz dringend. Suchen wir uns noch einen kleinen Fluss, wo wir uns vielleicht ein bisschen waschen können und so ein bisschen den Schweiß von den Gliedern abwaschen können. Und wir hatten vorhin noch einen kleinen Schwatz mit dem Parkwächter. Der hat uns ein Mückenspray geschenkt. Diesmal eins mit DEET. DEET. Vielen Dank, Parkwächter, dessen Namen wir schon wieder vergessen haben. Hallihallo aus dem Pyramid Campground. Hier geht gleich so ein kleiner Pfad ab, der geht zu dem ersten kleinen Wasserfall im Wells Gray Provincial Park. Und danach gucken wir uns wahrscheinlich das Highlight an. Das ist der Helmicken Fall. Gucken wir mal. So, na das war doch schon ziemlich cool, wenn man bedenkt, dass das ja eigentlich erst ein kleinerer war.
nicht der kleinere. Hier gibt es ja ziemlich viele generell. Ich glaube, dafür ist der Provincial Park auch bekannt für die ganzen Wasserfälle. Genau, die sind gespannt, was der Große dann bringt. So, das sind also die großen, das ist also der große Wasserfall. Allerdings muss man sagen, dass man wahrscheinlich von drüben eine bessere Sicht hat. Also wir sind zwar heute nur, ich glaube, 15 Kilometer gelaufen, aber dadurch, dass es jetzt so warm ist, also irgendwas um die, glaube ich, 30 Grad habe ich gestern gelesen auf dieser Anzeigetafel, oder lass es 28 sein, keine Ahnung, ist auf jeden Fall ziemlich warm und ziemlich trocken und wir sind echt total kaputt. Deswegen geht es jetzt nochmal schön baden in den Fluss und dann ja, wird gechillt. Der Gourmet ist wieder am Kochen. Was gibt's denn heute, Chefkoch Tobi? Nudeln. Instant-Nudeln. Und Mücken. Und was ist das? Algen. Was ist das? Ja, wir haben mal, beziehungsweise wollte ich mal was Neues ausprobieren. Es gab hier diese getrockneten Algendinger und die sollen ja ganz gesund sein, mit ein bisschen mehr Nährstoffen, als wir wahrscheinlich zu uns nehmen. Und dazu gibt es noch eine heiße Zitrone. Ja, geht. Ist ein bisschen fischig, aber erfüllt seinen Zweck. Komisch, warum das denn?